Guten Morgen, liebe Leute. Der letzte Tag mit Offroad-Anteil ist angesagt. Ich bin jetzt gerade eben aus Gomberbala rausgefahren. Ist ein hübscher kleiner Ort zwischen Ovalle und Illapel. Eine wunderschöne Gegend. Es ist ein traumhafter Tag. Jetzt noch wunderbar angenehm bei 22 Grad. Ich musste eben gerade noch mal eine Jacke anziehen. Aber es ist wunderschön. Jetzt bin ich hier Richtung Punitaqui unterwegs. Dort war ich schon mit Benny. Guckt euch das an in diesem Licht. Einfach ein Traum. So schön. Das heißt, ich gehe tatsächlich nochmal auf Gravel, saue mir mein Moped nochmal ein. Oh, hübsch. Oh, da hat eine Mühe mit seinem Pferd. Du kannst gar nicht sehen, ob da ein Auto entgegenkommt. Jetzt wird's da schon sandiger. ¿Me deja pasar o no? Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir sehen uns. Ja, im Prinzip geht es zurück nach Santiago, aber ich werde die Etappe, das wären direkt gefahren, 370 Kilometer. Ich werde da den einen oder anderen Umweg fahren. Und heute so der Plan in La Ligua übernachten. Das ist in der Nähe von Cabildo, also eigentlich der Nachbarort. Dort waren wir auch schon mal. Also viele Varianten hast du hier nicht, um von Nord nach Süd oder Süd nach Nord zu kommen. Ja, schauen wir mal, wie die letzten Offroad-Abschnitte heute werden. Ich werde mich hüten, Risiko einzugehen, zumal auch der Reifen eigentlich durch ist. Also ja, spitzer Schotter wäre nicht gut. So ein Quili-Tapia bin ich nun das erste Mal auf eine Piste abgebogen. Mal gucken, die sieht einfach zu fahren aus. Ich erwarte heute eigentlich das meiste so in diesem Rahmen. Leicht sandig. Es ist wunderschön hier, die Gegend beim Morgenlicht, wenn es dann drückt, die Hitze über Mittag, staubig ist. Wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so toll. Auch hier gibt es so einzelne Steine, die herauslugen aus der Sandpiste. Die können schon heftig in den Reifen einschlagen. Da muss man die Augen schon offen behalten. Ich liebe die Berge, ich liebe die grünen Täler und dann liebe ich natürlich auch sowas, was ich jetzt vielleicht von der Extremadura, also aus Spanien oder Portugal kenne. Auch schön. Schön. Jetzt ist das hier lang oder hier lang? Hier lang. Da gibt es viele Pisten. Kann man sich auch mal verfahren. Zum Glück habe ich jetzt im Moment gerade ein funktionierendes Garmin. Im Moment sind diese sandigen Passagen auch noch gut passierbar, also relativ gut gewalzt. Sieht gerade schlimmer aus, als es ist. Ach. Das erinnert unglaublich an Portugal oder die Extremadura in Alentejo. Jetzt wollte ich gerade eben sagen, eine wunderbare Piste, da hat es mir schon mal das Vorderrad weggezogen, da war eine Sandpassage und darunter eine Rinne, die man dann nicht gesehen hat. Jetzt wird es da schon sandiger. Richtig sandig.
Hello Baja California, so stelle ich mir das vor. Dann vielleicht noch ein bisschen höhere Kakteen. Wird das dann doch noch zu einer Herausforderung? Dann geht es immer wieder so ein kleines Stückchen. Ja, die Gräben mit Sand gefüllt, die mag ich nicht so. Plötzlicher Wechsel. Ja, der Weg, der ist jetzt doch ein bisschen wilder geworden. Hier sieht es zwar wieder okay aus, aber dadurch, ja, hier auch. Teilweise dann noch sehr steinig, da wo Wasser fließt, wenn fließt. Also wenn das da hoch geht, sehe ich schwarz. Wenn es da lang geht, naja, weniger Bedenken. Ich hatte Glück, es ging tatsächlich da rechts hoch. Glück. Naja, so wie ich meinte, die andere Piste wäre wohl nicht fahrbar gewesen. Und auch sonst geht das hier eigentlich jetzt gut. Schauen wir mal, wie das ausschaut, weil da oben sind wir wahrscheinlich dann auf einer Art Passhöhe. Und jetzt werde ich mich mal schlau machen auf der Karte, weil... guck an, ich bin schon viel weiter als gedacht. Da auf dieser Strecke bin ich hochgekommen mit Benny vor 3 Wochen von Los Rulos. Jetzt geht es weiter wieder dieselbe Strecke Richtung Espiritu Santo und dann nach Canela Baja. Das ist dann wieder ein Stück, was ich noch nicht gefahren habe. Mittlerweile ist es auch schön warm geworden, perfekt. Ja, ich denke, es werden 24 Grad sein. Jetzt geht es hinunter, wird wärmer. Ich mag mich noch erinnern, es war grundsätzlich eine wunderbar zu fahrende Piste da und dort. Nach dem Abzweiger dann Richtung Punitaqui, da war es dann doch teilweise sehr sandig. Ja. Nee, Werkstatt mitten in der Pampa. Ich höre kein Hundegebell. Dann machen wir doch hier mal ein paar Aufnahmen mit diesen... Ja doch. Da kommen sie. Aber wenn ich mich nicht irre, kamen hier 2 sehr steile Ab- und Aufstiege. Nehme ich noch mal mit. Ich weiß nicht, ob ich die das letzte Mal gefilmt hatte. Man sieht kaum, was für eine Unterlage es ist. Doch, man sieht, es ist Sand, aber man sieht nicht, ob es tief ist oder nicht. Ja, das war nicht die ich gemeint hatte. Da gab es noch eine steilere oder knackigere. Ich bin sehr vorsichtig mit der Gashand, weil so quasi ohne Profil da auf diesem Ripio, schnell hast du dir da was reingeschlitzt. Ja, das ist wahrscheinlich schon mit der steilste Part auf der ganzen Tour. Da sind wir hoch, die Piste, die wir da drüben sehen.
Als nächstes ist wieder alles neu für mich. Da habe ich ihm seine Herde versprengt, tut mir leid. So, genau. Meine Route geht nach Canela Baja. Wir sind damals hier rechts hoch. Alles neu jetzt für mich. Aber easy zu fahren schaut das aus. Oh, da hat eine Mühe mit seinem Pferd, das habe ich jetzt erschreckt. Perdone, perdone. Ei, der ältere Mann auf dem Pferd, der hat jetzt einen richtigen Kampf. Aber er hat das wilde Tier gezähmt bekommen. Ein echter Cowboy. Und ich bin jetzt dann gleich in Espiritu Santo, zumindest gemäß Garmin. Effektiv fahre ich schon seit 2-3 Kilometern, aber da sind da immer wieder Häuser links und rechts. Das wäre jetzt Espiritu Santo. Gemäß Garmin ist das ein Ort. Weiter geht's nach Canela Baja. Hola, burrito. Die ganze Familie. Das ganze Tal ist besiedelt. Das sind keine 300 Meter, wo du kein Haus siehst. Das ist schon verrückt. Jetzt seit 10 Kilometer wahrscheinlich. Habe ich noch nicht gesehen, die Kirche hier oben. Hola. Hola. Ah, no tengo comida. ¿Me deja pasar o no? Die warte ich jetzt ab, ich weiß nicht. Die wedeln mit dem Schwanz, aber wenn da mit dem Motorrad vorbeifährst, na, kann die Stimmung schnell umschlagen. Und die Frau ist jetzt hier unten Wasser holen gegangen. Viel ist da nicht mehr, man sieht ein bisschen, aber boah, schon krass. Aber faszinierend. Wäre eigentlich schön, wenn hier ein bisschen mehr Wasser wäre, ne? Also diese Strecke, dieser unbefestigte Abschnitt zieht sich unglaublich lange dahin. Ich bin jetzt beinahe 2 Stunden unterwegs, okay, mit Fotostops. Also auf diesem Abschnitt, der ist wahrscheinlich jetzt schon 70 Kilometer. Es ist noch kein Ende in Sicht. Das sagte ich vor 30 Sekunden, es wäre noch kein Ende in Sicht. Um die nächste Kurve und dann war ich auf Asphalt. Manchmal spielt das Leben komisch. Also, das waren ja, gut 70 Kilometer einfach ununterbrochen, unbefestigt. 1,5 Stunden, 1,75 habe ich für gebraucht, geschätzt. Gerade ein wirklich schöner Abschnitt da, vorhin auch den Felsen oder so entlang. So, und wir kommen bald nach Canela Baja. Da vorne sehen wir Canela Baja. Ich bin nun von Canela Baja wieder quasi zurück Richtung Combarbala gefahren. Weiß nicht, 10 Kilometer, 15.
das Tal hoch und dann rechts abgebogen Richtung Illapel. Das hier ist das Reserva Nacional de Chinchillas. Chinchillas, kleine Nagetiere. Jedenfalls werde ich jetzt dann gleich rechts abbiegen auf die letzte Piste Offroad. Werden wir gleich sehen. Ich habe ein bisschen komisches Gefühl wegen der Maschine. Die macht ein bisschen seltsame Geräusche. Schon heute Morgen habe ich kurz nachgeschaut, habe ich nichts gesehen. Danach war dann gut. Jetzt ist auch wieder gut, nach einer halben Stunde fahren. Davor ist irgendwie so ein Tak, 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 also Radumdrehung abhängig. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Lager ist. Also sobald ich Last wegnehme, höre ich nichts mehr. Ich spüre auch keine Vibration. Und jetzt geht's hier rein auf das letzte Offroad. Schauen wir mal, wie das kommt. Also quasi auf der Passhöhe. So sieht das Reserva Nacional de Los oder de Chinchillas aus. Es werden jetzt etwa 20 Kilometer Piste sein, schätze ich. Unten an der Straße war angegeben knapp 50 bis Illapel. Habe ich bestimmt 20 jetzt gemacht. Also ja, vielleicht sind es dann 30, mehr wahrscheinlich nicht. Sicht hier jetzt gerade ein bisschen staubig ist, das weil ich den Einheimischen in seinem Pickup vorbeigelassen habe, weil das sind dann teilweise doch sandigere Spuren, tiefere Gräben, der kennt die, ich nicht, bin da ein bisschen vorsichtiger unterwegs und ja, ich denke, der ist dann auch zügig weg. So geht das jetzt wahrscheinlich da quer über Land, tendenziell hinunter. Eine wunderbare Piste hier, diesen Hang entlang. Geht's da oben nochmal drüber, über den Pass. Schauen wir mal, was wir da oben für eine Aussicht zu sehen bekommen. Wolken, sonst noch nicht viel. Und da drüben wieder hoch. Ja, aber dieses Stück gefällt mir jetzt super. Ich meinte, ich hätte jetzt gleich Illapel erreicht, da oben um die Ecke. Und dann geht's auf Asphalt bis Santiago. Also heute noch 140 Kilometer, morgen noch mal 250. Die Strecke, die ich jetzt heute noch fahre, da mag ich mich erinnern, da waren bestimmt 100 Kilometer davon
waren unbefestigt vor 7 Jahren. Leider, die Zeichen der Zeit. Ich meinte gesehen zu haben, dass es jetzt eine bestens ausgebaute Straße ist. Wow, ich sehe gerade, dass ich überhaupt nichts sehe. Wahrscheinlich ist da eine Birne vom Licht am Arsch. Ich muss den Scheinwerfer einschalten und der ist in die Höhe gerichtet. Wow, das war jetzt aber herausfordernd. Bin da reingefahren und beinahe in die Wand rein. Das muss ich mir jetzt irgendwo dann mal angucken. Kam mir schon immer vor oder lang vor, dass ich da vorne nur noch eine Kerze drin habe. Ja, ich bin da auf besagter Strecke von Iapel südwärts, die ich schon das letzte Mal gefahren bin, vor 7 Jahren, damals noch unbefestigt. Wie der Tunnel jetzt eben auch, der ist super schmal, einspurig. Deshalb ist eigentlich hier auch kein Verkehr. Und jetzt gibt's einen Kehrtunnel und du siehst nichts. Boah, das ist jetzt... Du kannst gar nicht sehen, ob da ein Auto entgegenkommt. Da ist keine Ampelsteuerung oder irgendwie sowas. Ich mache jetzt mal den Scheinwerfer aus. Da sehe ich einfach nichts mehr. Ui. Das könnte noch herausfordernd werden. Das war schon letztes Mal schwierig. Da hatte ich Glück. Musste ich kein Auto kreuzen. Ich weiß auch nicht. Also ich kann ja dann nicht rückwärts. Ja, da sind jetzt noch ein paar Tunnel. Hoffe ich, dass ich die gut hinter mich kriege. So, wenn ich das richtig interpretiere auf dem Garmin, komme ich jetzt gleich in den nächsten Tunnel rein. Bin ja gespannt. Da, hier ist eine Ampel. Das ist der Las Palmas, 1 Kilometer lang. Okay, den kenne ich. Damals war hier keine Ampel. Und ich hatte mich gewundert, warum die Lichter von einem entgegenkommenden Fahrzeug dauernd ein- und ausgingen. Und es dauerte ewig, bis da irgendwie 4 Kühe getrieben von einem LKW dahergetrampelt kamen. Ein spezieller Moment. Kaum mache ich die Kamera aus. Okay, aber hier sind wenigstens Reflektoren drin. Zu Beginn, jetzt sehe ich schon eigentlich kaum mehr was. Ich hatte das vorhin kontrolliert. Bei mir ist tatsächlich das Licht am Arsch. Und der Scheinwerfer, der zündet halt irgendwo in den Himmel hoch. Aber wenn ich nicht total falsch liege, ist das der letzte Tunnel. Morgen gebe ich das Motorrad ab oder ist der letzte Fahrtag. Deshalb gehe ich jetzt da nicht in die Werkstätte dafür. Also hier kann durchaus sich auch Vieh breit machen in so einem Tunnel. Oh, boing. Aber wenigstens ist der befestigt. Die anderen vorher... Die waren dann auch Gravel, also beim ersten, da war ich dann schon ziemlich verloren. Ja, damals war ich sehr erstaunt. Ich komme diese breite Passstraße hoch und da ist irgend so einen schmalen Tunnel hier. Mittlerweile ist die ganze Strecke zweispurig, die Tunnels sind es immer noch nicht. Abschluss des Tages gibt es hier noch mal einen richtig steilen Pass mit vielen engen Kurven, wie wir das vielleicht eher dann aus Italien kennt. Da unten werde ich dann in La Ligua ankommen. Das war's für heute, der letzte Tag mit Offroad. Morgen dann geht's nach Santiago. Das sieht doch wieder hübsch aus im Abendlicht. Einen wunderschönen guten Morgen. Der letzte Tag auf dem Motorrad in Chile.
Ich nehme es heute gemütlich. Ich habe knapp 250 Kilometer bis Santiago. Da gibt es dann nicht mehr allzu viele Möglichkeiten. Ich fahre heute auch kein Offroad mehr oder keine unbefestigten Pisten. Ich bin auch einen Tag zu früh unterwegs, aber es hätte da keinen Sinn mehr gemacht, mich irgendwo in den Bergen zu vertun. Abgesehen davon, ich werde euch dann ein Bild einblenden. Der Hinterreifen, es gäbe eine Buße in Europa. Hier ist es, glaube ich, ja, man fährt alles, solange es fährt. Oh, hübsch, hübsch. Hübsch, wenn's so grünt. Ein Prachtstag zum Abschluss. Wobei, ich kann es jetzt schon sagen, ich hatte Urlaub ohne Regen, 4 Wochen ohne Regen. Meine Regenklamotten sind unangerührt. Und das wird heute so bleiben. Da lege ich die Hand ins Feuer. Ach, schön, wenn es auch mal so kann. Es ist ein wunderbar zügiges Vorankommen. Es ist eigentlich null Verkehr. Also ich habe seit 20, 30 Kilometern wohl kein Auto mehr gesehen. Es ist Samstag. Vielleicht liegt es auch daran und es ist erst 10 Uhr morgens. Ha, darum sage ich was. Wie so oft, wenn ich was erwähne. Ich meinte, hier wären wir abgebogen am ersten Tag. Genau. Und jetzt mache ich da noch ein bisschen Alternativroute, damit ich nicht die ganzen 150 Kilometer auf der gleichen Strecke zurückfahre. Habe jetzt schon 70 Kilometer, nicht mal eine Stunde. Ich bin nun auf der Panamericana, die Route 5, die Route 5 Richtung Santiago. Ein kleines Stück, 30 Kilometer. Und erst dachte ich, da oben wäre eine Straße, aber das ist ja eine Eisenbahnlinie. Da führt also echt keine andere Straße als die Panamericana hier lang. Ich bin jetzt da nochmal auf einer veritablen Passstraße gelandet. Steil, kurvig. Ich dachte eigentlich eher, das wäre was halbwegs Flaches durch ein Tal durch, aber dass es nochmal so hoch geht. Danach hatte ich schon Pass eingeplant, aber hier, da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ist doch toll. Schau an, fin pavimento. Pavimento, das heißt, ich gehe tatsächlich nochmal auf Gravel, nee. Und saue mir mein Moped nochmal ein. Ich weiß jetzt nicht genau, was die unter Pavimento verstehen. Abwarten, was da kommt. Also für mich sieht das sehr asphaltiert aus. Also schlechter Zustand, ja, da bin ich einverstanden. Unbefestigt nicht. Ich weiß nicht, wie lange diese Tafeln da oben schon stehen. Aber das sieht aus, als wäre das vor langer Zeit asphaltiert worden. Also mir macht das Spaß, mal eine eher kleinere Straße. Nicht so eine Schnellstraße, Pass-Schnellstraße, wo man echt mit Standgas 80 oder 100 drüber bolzen kann. Doch wunderbar, sowas. Okay, unbefestigt. Oh la la. Oh la la. Oh, die ist aber übel, die Kurve. Was da wohl passiert ist, hat ein Asphalt geklaut. Bin ich dann gespannt, wie die andere Piste ausschaut. Piste, Straße. Eigentlich gehe ich davon aus, dass die asphaltiert ist. Genau. Eine Radfahrerstrecke.
Lala. Ja, halte man auch diesen kleinen Pass nochmal fest. Also da jetzt gerade rechts und jetzt dann links von mir ist die Autobahn. Da geht eigentlich der ganze Verkehr drüber. Von Santiago nach Mendoza, meinte ich, nach Los Andes. Und von Los Andes dann rüber nach Mendoza. Und wenn es dann damals diese Autobahn nicht gegeben hat, dann ist alles hier drüber gefahren, so wie mir scheint. Ja, das scheint ein beliebter Motorradfahrertreffpunkt zu sein. Schon eben eine große Gruppe entgegengekommen. Und da oben haben wir Geier. Eine wunderbare Passstraße. Seltsamerweise will mich hier Garmin nicht wirklich weiter routen danach, aber naja, das wird schon irgendwie gehen. Ich bin da quasi in den letzten Kurven drin meiner Südamerika-Reise 2024, also ganz am Ende, das 28. Dezember nun. Eine spezielle Reise. Ich war ja zum ersten Mal in Begleitung unterwegs, die ersten 2,5 Wochen. Benny ging's nicht so gut. Dann wollte er lieber nach Hause zu seiner Familie Weihnachten feiern. Ziemlich schnell war er da zurück in Santiago. Ich habe für mich versucht, das Beste noch aus den letzten 2 Wochen zu machen. Habe da 2, 3 wunderbare Touren noch gemacht. Ab Vicuña da in den Bergen drin nochmal ein paar wunderbare Fahrtage. Gestern einen schönen Abend nochmal in La Ligua. Da konnte man an einer Plaza, in einer Gartenterrasse quasi sitzen und essen. Das gibt's in Chile sonst eigentlich nicht. Es ist schon seltsam. In Santiago geht das, aber sonst, man kann vielleicht an der Straße zu, wenn die einen eigenen Garten abgesetzt haben, da essen. Draußen, oft sind das aber irgendwie Innenhöfe, sag ich mal, Patios. Aber wenn du ein bisschen dem Treiben auf der Straße an den Plätzen zuschauen willst, dann bist du in Chile falsch. Das ist wahrscheinlich vom Gesetz her, dass man da nicht sehen will, dass Leute Alkohol trinken. Ich kann mir das nur so erklären. Aber es braucht spezielle Bewilligungen. Und das macht natürlich das Leben schon ein bisschen speziell. Also das gehört bei mir dazu zum Reisen, dem Treiben der Leute vor Ort zuzuschauen, die Mentalität ein bisschen aufzusaugen auch. Das fehlt in Chile. Die Leute sind sehr liebenswürdig, also wirklich liebenswürdig. Das Essen ist so lala. Es ist vorwiegend, kriegst du überall Fast Food, Comida rápida. Das ist genau wie der Heavy Metal, dem sagen sie Metal Pesada. Das so viel heißt wie Metall, schweres Metall, also Heavy Metal. Das Essen nicht wirklich, also du musst ein bisschen gucken, dass du zu deinem Gemüse oder so kommst, zu deinen gesunden Sachen. Sonst gibt's Fleisch und Pommes, teils sehr gutes Fleisch durchaus. Das Motorrad hat mir Spaß gemacht, so nach der ersten Angewöhnungsphase. Ich hatte recht Mühe die ersten Tage, da Offroad zu fahren. Das fühlte sich für mich einfach nicht gut an. Mittlerweile komme ich sehr gut damit klar. Die V-Strom hat mich nicht im Stich gelassen. Die ist jetzt, ja, ich bin wahrscheinlich dann 7000 Kilometer gefahren, über 2000 unbefestigt. Da hat sich eine Schraube gelöst. Zum Glück habe ich das da gesehen beim Zoll. Also eine tragende Schraube hat er sich weitestgehend gelöst gehabt, wo das ganze Heck dran befestigt ist, die eine Seite. Ja, das wäre gar nicht gut gewesen, hätte ich die verloren. Dann ist jetzt eine Birne kaputt vorne vom Licht. Das habe ich gestern gemerkt, da im Tunnel drin, dass ich überhaupt nichts gesehen habe. Ansonsten ist der Motor, der läuft wirklich wunderbar. Auch sonst hatte ich keine Probleme. Ich musste kein Öl nachschmeißen. Das ist immer noch gut. Die Bremsen sind gut. Gestern hatte ich ein komisches Geräusch. Da hatte ich danach dann die Kette gefettet. Dann war gut. Das war also die Kette, wo sich wahrscheinlich ein Glied verfestigt hatte, nicht mehr rund gelaufen ist. Was hatte ich? Ein Verbrauch von wahrscheinlich
Mit dem vielen Offroad waren das jetzt wahrscheinlich 4,5 Liter oder so, knapp 4,5 Liter im Normalfall, aber Asphalt, da bin ich bei 4,1, 4,2 Litern, wunderbar. Soweit alles gut. Jetzt bin ich da in den letzten Kurven drin, dann geht's zügig nach Santiago. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dabei zu sein auf dieser Reise. Chile, Argentinien, 4 Wochen waren das jetzt. 24 Fahrtage oder so. Wahrscheinlich war ich 3 Wochen effektiv am Fahren. Kann man alles nachlesen auf meiner Homepage drtraktor.com. Die Dateien GPX, die sind da verlinkt oder kann man direkt von Wikilog runterladen, wenn euch mein Blog nicht interessiert, aber lest euch da mal rein, da habt ihr meine ganzen Erlebnisse. Dr. Traktor in Südamerika 2024. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir sehen uns. Und ich freue mich über jedes Like und jedes Abo.